Es hieß im Fernsehen früher, zum Beispiel im deutschen Fernsehen, das und das geht nicht. Das können wir nicht machen. Wir machen das, was wir immer schon machen wollten und so. Und dann kam, und Genre funktioniert nicht. Und jetzt kommen so Streamer wie Netflix und sagen, zeigt uns mal den crazy Bullshit, den ihr da noch in der Schublade habt, den ihr sonst nie machen durftet. So, ne? Und auf einmal kann man das erzählen und du siehst, es findet sein Publikum. Da ist eine Tür mitten in der Höhle. Die führt auf das Gelände vom Kernkraftwerk. Da oben stimmt was nicht, das weiß ich. Ich möchte, dass Sie das für mich bauen. Sagen wir, es ist etwas, das den Lauf der Zeit gerade rücken wird. Das Interessante an Dark ist ja unter anderem die Dramaturgie. Es werden sehr viele Fragen aufgeworfen, es werden nicht ansatzweise alle Fragen beantwortet. So den Eindruck habe ich jetzt nach den ersten 4 Folgen, die ich gesehen habe. Was macht denn diese Art der Dramaturgie, dieses lückenhafte Erzählen für euch so spannend? Naja, für uns ist, also für mich, kann ich das nur sagen, ist es ja so, dass obwohl ich die ganzen Drehbücher gelesen habe, muss ich ja trotzdem mich auf meinen Strang konzentrieren. Sonst, wenn ich das alles so wie Bo beim Drehen im Kopf habe, dann würde ich ja wirklich verrückt werden. Das kann man ja sowieso nicht alles mitspielen. Was das wirklich das Einzigartige auch beim Drehen von Dark ist, dass es gibt keine einzige Szene, wo man relativ entspannt reingehen kann und dann entwickelt sich während der Szene so eine Dramaturgie. Sondern man muss immer 200%ig, man muss ganz oben anfangen. Und das hat natürlich die ganze Zeit eine Atmosphäre, da ist pure Spannung die ganze Zeit. Und jetzt hast du gerade gesprochen von dem, was an den Dreharbeiten spannend ist und faszinierend ist. Was ist für euch an der Handlung, an der Story spannend? Was du meinst, ist eigentlich, das stimmt nicht ganz, weil sich die Dinge doch einlösen. Ich hatte das auch jetzt beim Gucken gestern, dass ich gedacht habe, da haben sie so ein Ding vergessen. Das ist ja, wo ist denn das? Oder das löst sich nicht ein, aber es löst sich ein. Es ist sehr komplex, aber es wird sich alles wieder einlösen. Das heißt, es ist schon beglaubigt. Es ist nur dadurch, dass es komplexer ist, und es liegt immer ein bisschen Zeit dazwischen, bis sich die Dinge dann einlösen. Aber es hat alles Sinn. Es macht alles Sinn. Ich hatte recht, Helge Doppler. Aber nicht jetzt, sondern 1986. Wenn es dich nicht mehr gibt, wird das alles passieren. Was haben Sie mit den beiden Jungen auf der Baustelle gemacht? Es gab ja so eine Zeit, da hatte man den Eindruck, dass Fernsehen und Serien generell so dazu übergehen, dass es so die weniger anspruchsvolle Art des Entertainments ist und man findet die ganzen großen, anspruchsvollen Geschichten auf der Leinwand. Das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Was glaubt ihr, woher kam dieser Wandel, dass Serien wie Dark, wie Game of Thrones, jetzt auch How to Sell Drugs Online Fast aus Deutschland, dass da jetzt so eine gewisse Hochzeit entstanden ist? Naja, es gibt einfach... Es gibt die Urserie der Serien, das ist Twin Peaks. Ne? Dann kam Jack Bauer und hat einen komplexen Fall erzählt über 10, 12 Folgen hinweg und so und erzählt eine immer weitergehende Storyline. Und das hat die Leute angefangen anzufixen, weil wir können ja nicht, wir haben 30 Jahre lang, in 45 Minuten wurde der Kriminalfall gelöst und der Mörder eingesperrt. Das ist ja dann irgendwann wirklich langweilig und das hat sich jetzt auch durch die Digitalisierung einfach, dass du dein Programmchef bist und selber sagen kannst, was du wann wo gucken möchtest. Dadurch ist das geschehen. Aber da war etwas in den Höhlen. Eine Art Riss in der Zeit. Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt ja beide alles gemacht, so schauspielerisch. Ihr wart am Theater, ihr wart im Fernsehen und ihr wart auf der Leinwand. Was für einen Stellenwert hat jetzt eine Serie wie Dark auf Netflix für euch oder Netflix generell? Na, ich finde es ein wahnsinnig freies Arbeiten. Also was du auch gerade schon angesprochen hast, was das Tolle ist, dass die eben nicht während der Arbeit noch kontrollieren, was wird da gerade gemacht, sondern die sagen wirklich, hier, macht euer Ding und wir gucken dann, was ihr draus gemacht habt. Und deswegen sind die vielen Serien auf Netflix einfach so unterschiedlich und alle so gut, weil das einfach mutig ist zu sagen, erzählt eure Vision. Und das ist auch anders beim Arbeiten, dass man das Gefühl hat, also alle können viel freier sein, alle können wirklich ihr ganzes Potenzial da einbringen und zusammen irgendwie noch mehr fliegen zum Teil. Das ist wirklich toll. Es gibt keine Redakteure bei Netflix, ne?
Es ist in dem Sinne nicht politisch motiviert, wie ARD und ZDF sind, CDU und SPD. Das ist da nicht so. Ich weiß gar nicht, ob die Länder irgendwann sagen, ach, wir wollen das mehr reglementieren oder regulieren oder die können ja einfach Inhalte machen, wo wir gar keinen Zugriff mehr drauf haben. Aber das gibt es erstmal nicht. Das heißt, du hast eine krude Geschichte und die soll möglichst dick inszeniert werden. So, ne? Und da gibt es nicht, wer darf rauchen, wer nicht und welche Figur ist böse, wer ist gut und welche so. Worte dürfen nicht benutzt werden. Welche Worte dürfen, also du hast nicht so eine politische Agenda da drin. Am 4. November 2019 bin ich durch die Zeit ins Jahr 1986 gereist. Aus Mickel wurde Michael, der niemals wusste, wohin er gehört. Auch wenn du es jetzt nicht glauben willst, das da ist dein Vater. Wenn du es gewusst hast, warum hast du es dann nicht verhindert? Es ging, oder in Staffel 1 hat sich nach und nach entwickelt, okay, es geht um Zeitreisen, war ja am Anfang nicht klar. Am Anfang hat sich das so als Entführungs-Verschwinde-Thriller ergeben. Nun ist in Staffel 2, wie ich das bisher so rausgesehen habe, geht es so ein bisschen darum, ist alles verbunden, wie lassen sich Dinge beeinflussen, lassen sie sich überhaupt beeinflussen und so weiter und so fort. Was für eine Ansicht habt ihr dazu? Ist alles vorherbestimmt oder könnte man, wenn man durch die Zeit reisen könnte, die Zeit beeinflussen? Was glaubt ihr? Das jetzt mit dir zu diskutieren würde Ja, wirklich. mehrere Stunden dauern. Da muss ich jetzt ganz tief nachdenken. Aber hier geht es um Determinismus, dass die Figuren versuchen, die Zeit zu beeinflussen und es nicht können. Und immer wieder aber daran scheitern, aber trotzdem gibt es noch die Hoffnung. Und die Hoffnung sagt, da gibt es ein Schlupfloch. Irgendein Schlupfloch wird es geben, um das irgendwie wieder gut zu machen. Und das, naja gut, das müssen wir finden. Das ist aber das Schlupfloch existiert nur im Hirn des Regisseurs.